Wenn ich sage, dass ich dieses Video eigentlich für meine Frau vorbereite, dann wäre das nicht falsch. Meine Frau, Gott segne sie, ist ein bisschen altmodisch. Sie sagt immer, verrichte deine Gebete, sonst kommt Unglück über uns. Der Segen im Haus verschwindet. Wenn man das so hört, wird man natürlich neugierig. Steht das wirklich so im Koran, dass uns Steine auf den Kopf fallen, wenn wir nicht beten? Oder stammt das eher aus Großmutters guten Ratschlägen? Da dachte ich mir, ich recherchiere ein wenig, um sowohl mich selbst als auch meine Frau zu erleuchten. Dieses Video ist also ein bisschen eine kleine familiäre Diskussion und zugleich das Nachgehen einer großen Frage. Lasst uns jetzt gemeinsam schauen, was ist dieses Ding, das wir Gebet nennen? Eigentlich wirklich. Sollen wir es aus Angst verrichten oder um uns wirklich an Gott zu erinnern? Und am allerwichtigsten, hängt der Segen im Haus vom Gebet ab oder gibt es da noch andere Dinge? Na dann, los geht's. Denken wir mal so, wenn wir Gebet sagen, haben wir sofort bestimmte Bewegungen im Kopf. Die Hände erheben, die Fatiha, die Verbeugung, Niederwerfung. Aber das Wort, das im Koran verwendet wird, ist eigentlich Salah. Und das Interessante ist, zu erkennen, dass Salat nicht immer das bedeutet, was wir heute unter Gebet verstehen. Öffnet wirklich ein neues Fenster in diesem Thema. Schauen wir uns zuerst den Ursprung des Wortes an. Salat ist ein arabisches Wort, aber es bedeutet nicht nur Gebet. Die eigentliche Bedeutung ist beten, Verbindung herstellen, sich zuwenden. Das heißt, dieses Wort beschreibt zunächst einen seelischen Zustand, eine Ausrichtung, noch bevor es eine konkrete Form von Gottesdienst bezeichnet. Zum Beispiel wird im Koran erzählt, dass Gott und die Engel dem Propheten Salat senden, in Ahzab 33 und 56. Hier senden Gott, die Engel und die Gläubigen dem Propheten Salat, aber sie beten natürlich nicht im rituellen Sinne. Das ist ein Akt der Unterstützung und ein Barmherzigkeitsgebet. Ein weiteres Beispiel, in der Surah Tauba wird dem Propheten gesagt, sende Salat. Aber auch hier bedeutet es, bete für sie, unterstütze sie, bitte um Barmherzigkeit für sie. Schon das zeigt uns, das Wort Salat gewinnt seine Bedeutung je nach Zusammenhang. Manchmal ist es ein Gebet, manchmal Unterstützung, manchmal Barmherzigkeit und manchmal ein ritueller Gottesdienst. Wird das Wort Salat also nie im Sinne eines rituellen Gebets verwendet? Doch, natürlich. Im Koran zum Beispiel heißt es, achtet auf die Gebete und besonders auf das mittlere Gebet. Baqarah 2, 238. In solchen Versen steht Salat tatsächlich für seine ritualisierte Form der Anbetung. Aber die Details, die stehen da nicht. Sogar in einigen Versen finden sich Ausdrücke wie verbeugt euch oder werft euch nieder. Das heißt, es gibt Hinweise auf körperliche Bewegung, aber trotzdem, wie viele Gebetssequenzen, welche Gebete, zu welchen Zeiten, eine klare Anleitung gibt es nicht. Und genau daraus ergibt sich eine sehr wichtige Erkenntnis. Das Wort Salat trägt im Koran eine vielschichtige Bedeutungswelt. Manchmal ist es das rituelle Gebet im engeren Sinne, manchmal ist es einfach nur das Beten selbst, manchmal ist es ein sozialer Beistand. Manchmal ist es Gottes Barmherzigkeit, seine Zuwendung. Und was machen wir? Wir übersetzen fast jedes Salat direkt mit Gebet, also mit dem heutigen rituellen Namaz. Aber das ist sprachlich gesehen und auch in Bezug auf das Verständnis des Korans unzureichend. Stell dir das mal so vor. Gottes Salat bedeutet Barmherzigkeit und Vergebung. Die Salat der Engel, Unterstützung und Gebet. Unsere Salah, die Hinwendung zu Gott. Diese Hinwendung ist manchmal einfach nur ein Gebet und manchmal das, was wir heute als das fünfmalige Gebet mit Rekat kennen. Deshalb die Gleichung Salah gleich Namaz so starr aufrecht zu erhalten, ist einengend. Vor allem, wenn man Salah nur auf Rekat reduziert. Dann scheint mir der eigentliche Sinn, die Verbindung, die Seele des Salah verloren zu gehen. Das heißt, eigentlich sollten wir zuerst die Frage stellen, was meinen wir, wenn wir Salah sagen? Nur die körperliche Bewegung oder die Herzensausrichtung, die sich mit diesen Bewegungen verbindet. Denn wenn die Antwort nur Bewegung ist, dann verlieren wir den wahren Geist dieses Wortes. Aber wenn wir die Hinwendung meinen, den Zustand des Bittes, die Verbindung zu Gott, dann erst bekommt das Wort Salah seine wahre Bedeutung. Okay, wir haben gesagt, dass das Wort Salah vielschichtig ist. Aber wie beschreiben die Verse im Koran die Form dieser gottesdienstlichen Handlung? Schauen wir uns das jetzt mal an. Das Wort Salah kommt im Koran fast 100 Stellen vor. Aber das Überraschende ist, in keinem einzigen Vers gibt es eine vollständige Beschreibung des Gebets, so wie wir es heute praktizieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel heißt es in Surah Al-Baqarah, Vers 43, verrichtet das Gebet auf rechte Weise, entrichtet die Zakat und verbeugt euch mit denen, die sich verbeugen. Was sagt uns dieser Vers? Dass das Gebet wichtig ist, dass es zusammen mit der Zakat ein Teil sozialer Gerechtigkeit ist. Und ja, es wird eine Bewegung wie die Verbeugung erwähnt. Aber wie viele Gebetssequenzen? Welche Gebete sollen gesprochen werden? Wann setzt man sich hin? All das wird nicht erwähnt. Ein weiterer Vers in Surah Hud, Vers 114.
Verrichte das Gebet an den beiden Enden des Tages und in den früheren Stunden der Nacht. Auch hier gibt es Hinweise auf Zeiten. Die zwei Enden des Tages wie Morgen und Abend und die Nacht. Aber wieder kein klares System. Wie viele Gebete? Wie lange dauert jedes? Wie beginnt man? Alles bleibt offen für Interpretation. Oder in Surah Al-Isra, Vers 78, verrichte das Gebet vom Neigen der Sonne bis zur Dunkelheit der Nacht. Und das Morgengebet, es wird bezeugt. Hier wird das Morgengebet besonders hervorgehoben. Aber ich wiederhole, wie viele Rekat, welche Surah, welche Reihenfolge. Auch hier Fehlanzeige. Es gibt noch andere Verse, zum Beispiel Surah Al-Baqarah, Vers 238. Achtet auf die Gebete, besonders auf das mittlere Gebet und steht ehrfürchtig vor Gott. Hier ist die Rede vom mittleren Gebet. Aber welches ist das? Das Mittagsgebet? Das Nachmittagsgebet? Sogar unter den Rechtsschulen gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Und was ergibt sich daraus? Im Koran ist Salah ein Rahmen. Ja, sich Gott zuzuwenden, zu bestimmten Zeiten zu stehen, sich zu beugen, sich niederzuwerfen. Das ist wichtig. Aber es gibt keine detaillierte Anleitung wie in einem Gottesdiensthandbuch. Nicht einmal die Inhalte des Gebets sind im Koran klar geregelt. Zum Beispiel, wir sehen die Fatiha als unverzichtbaren Bestandteil des Gebets. Aber im Koran steht nirgends, im Gebet muss die Fatiha rezitiert werden. Du weißt ja, es gibt allgemein so ein Verständnis. Weil im Koran steht, verrichtet das Gebet, ist das ein eindeutiger Befehl, eine Pflicht und nicht diskutierbar. Aber wenn man sich die Sache etwas genauer ansieht, so klar ist es dann doch nicht. Ja, im Koran gibt es Ausdrücke wie Aqimus Salah. Was wird mit verrichtet das Gebet auf rechte Weise übersetzen? Diese Ausdrücke erscheinen im Imperativ. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Arabischen bedeutet der Imperativ nicht immer automatisch, das ist eine verpflichtende Gottesdiensthandlung. Warum? Weil der Imperativ im Koran manchmal eine moralische Ermutigung ist, manchmal eine Orientierungshilfe und manchmal je nach Zusammenhang eine Einladung. Schauen wir uns zum Beispiel andere Verse an. Seid gut zu euren Eltern. Das steht auch im Imperativ. Aber wenn man das nicht tut, kommt dann gleich eine weltliche Strafe? Nein. Hier geht es im Kern um einen ethischen Appell. Beim Gebet ist es ähnlich. Im Koran heißt es, verrichtet das Gebet? Ja, das wird als wichtiger Ratschlag und spirituelle Aufgabe dargestellt. Aber was passiert, wenn man es nicht tut? Welche Strafe gibt es? Das steht nicht klar geschrieben. In einigen Befehlen folgen direkte Worte wie Strafe oder Qual. Zum Beispiel bei Ehebruch, Diebstahl oder Alkoholkonsum. Dort gibt es klare Warnung. Wenn du das machst, wirst du bestraft. Aber beim Gebet, so eine Drohung gibt es nicht. Es gibt nur allgemeine Warnung im Zusammenhang mit dem Jenseits. Wie das diejenigen, die das Gebet nicht ernst nehmen, nicht geachtet werden oder dass ihre Herzen sich verfinstern. Das heißt, nicht die irdischen Konsequenzen stehen im Vordergrund, sondern der moralische und spirituelle Aspekt. Und genau aus diesem Grund sagen manche Gelehrte, die Aussagen im Koran wie verrichtet das Gebet erscheint zwar wie ein Befehl, aber im Wesentlichen handelt es sich um einen moralischen Aufruf, einen spirituellen Vorschlag. Das heißt nicht, dass das Gebet unwichtig ist. Nein, dieser Aufruf des Korans ist sehr kraftvoll. Aber hinter diesem Aufruf steht keine Strafandrohung. Der eigentliche Fokus liegt darauf, dass der Mensch eine Verbindung zu Gott aufbaut, sich sammelt, sich moralisch und seelisch stärkt. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Das Gebet ist im Koran kein zwingender Befehl, sondern eine Einleitung, die die Seele nährt und den Menschen vor dem Schlechten schützt. Wer betet, öffnet sich Gott. Aber wenn man es nicht tut, gibt es keine Drohung wie es wird dir ein Unglück widerfahren. Das zeigt uns Folgendes. Die Sprache des Korans will nicht Angst machen, sondern Bewusstsein schaffen. Gibt es keine Verpflichtung? Doch, aber die hängt vom Zusammenhang und der Absicht ab. Auch beim Gebet ist die Aufrichtigkeit der Absicht und die Echtheit der Ausführung viel wichtiger. Zusammenfassend kann ich sagen, die Aussagen im Koran wie verrichtet das Gebet sind in der Tat sehr starke Einladungen. Aber das Ziel dieses Aufrufs ist nicht Angst, sondern Achtsamkeit. Deshalb wird das Gebet im Koran nicht so sehr als starre Pflicht dargestellt, sondern als Lebensweise, als spirituelle Gewohnheit. Und ich finde, genau darin liegt die eigentliche Schönheit. Und genau hier stellen wir uns die Frage, wie haben die ersten Muslime gebetet? Also in einer Zeit, als die Offenbarung gerade erst begann, es noch keine Bücher über islamisches Recht gab, keine Rechtsschulen. Wie sah das Gebet damals aus? Eigentlich muss man mit der mekkanischen Periode anfangen. In den ersten offenbarten Versen wird zwar das Salah geboten, aber wie es zu verrichten ist, wird nicht erklärt. Deshalb war das Gebet der ersten Muslime viel einfacher und flexibler. Einige Überlieferungen zufolge wurden in Mekka nur 2 Gebetszeiten verrichtet, morgens und abends. Und auch im Koran sehen wir, dass Morgengebete und Abendgebete besonders hervorgehoben werden. Das Gemeinschaftsgebet war auch nicht sehr verbreitet. Man kann es sich eher wie ein
persönliches Gebet und einen Zustand der Hingabe vorstellen. Zum Beispiel verrichtete der Prophet das Morgen- und Abendgebet zu Hause oder in der Nähe der Kaaba. Aber das gemeinschaftliche Gebet wurde damals noch nicht als verpflichtend angesehen. Die Anzahl der Gebetseinheiten, welche Sure gelesen werden sollte, wie man den Friedensgruß beenden sollte, nichts davon war festgelegt. Sogar das Gebet innerhalb des Gebets war nicht eindeutig. Las man die Fatiha oder andere Gebete? Dieser Teil blieb etwas offen. Dann erfolgt die Hijra nach Medina. Dort wird eine gesellschaftliche Ordnung aufgebaut. Und nach wird das Gebet systematischer. Zum Beispiel entsteht nun der Gebetsruf. Der Prophet diskutiert mit seinen Gefährten, wie man zum Gebet rufen sollte. Laut Überlieferung bringt er Bilal den Gebetsruf bei, was auch die soziale Dimension des Gebets stärkt. Auch die Gebetszeiten nehmen zu. Das fünfmalige Gebet etabliert sich durch Überlieferung. Aber schau, dieses System mit 5 Gebetszeiten steht nicht klar im Koran. Es stammt vollständig aus den Hadithen und der Praxis des Propheten. In einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass zuerst 50 Gebete pro Tag verpflichtend waren, dann aber nach und nach auf 5 reduziert wurden. Selbst das ist eher eine symbolische Darstellung. Man kann es als eine Geschichte verstehen, die Allahs Barmherzigkeit und Erleichterung für seine Diener ausdrücken soll. Ein weiteres interessantes Detail: In den früheren Zeiten war der Inhalt des Gebets eher wie ein Herzensgebet. Da die äußere Form noch nicht feststand, war es ein etwas freierer Raum. Jeder wandte sich Gott auf seine eigene Weise zu, beugte sich, warf sich nieder. Aber mit der Zeit, als die Gemeinschaft wuchs, wurde eine gemeinsame Form festgelegt, um Einheit zu schaffen. Ist das schlecht? Nein. Aber man darf nicht vergessen, das Wesentliche des Gebets war nicht die äußere Form, sondern die Hinwendung zu Gott. Und vielleicht liegt das Entscheidende genau hier. In jenen frühen Jahren kümmerten sich die Menschen nicht so sehr darum, wie viele Rekat oder welches Gebet gesprochen werden sollte. Sie konzentrierten sich vielmehr darauf, eine Verbindung zu Gott aufzubauen. Die Form kam später, aber das Eigentliche war die innere Hinwendung des Herzens. Wir alle haben es schon einmal gehört. Der Prophet wird in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gebracht und von dort steigt er in den Himmel auf, spricht mit Allah, unterhält sich mit Engeln und es wird gesagt, dass auf dieser Reise das fünfmalige Gebet zur Pflicht gemacht wurde. Aber was ist der Ursprung dieser Erzählung? Schauen wir zuerst in den Koran. Im Koran wird nur das Isra-Ereignis erzählt. Gepriesen sei der seinen Dienern nachts von der heiligen Moschee zur fernen Moschee brachte, deren Umgebung wir gesegnet haben. Isra 17, Vers 1. Hier ist also die nächtliche Reise beschrieben, also die Reise von Mekka nach Jerusalem. Das nennen wir Isra. Aber im Koran gibt es keine Details wie das Emporsteigen in den Himmel, das Gespräch mit Allah oder dass das fünfmalige Gebet zur Pflicht wurde. Einige Verse, besonders in der Sure An-Najm, zum Beispiel die Erzählung von Sidratul Muntaha, enthalten symbolische Ausdrücke. Aber auch dort steht kein Satz wie: Hier wurde das fünfmalige Gebet gegeben. Woher stammen dann diese Erzählungen? Hier kommen die Hadith-Sammlungen ins Spiel. In Werken wie Bukhari und Muslim werden die Miraj-Erzählungen ausführlich berichtet. Darin begleitet ihn der Engel Gabriel. Es geht durch verschiedene Himmel, Begegnungen mit Propheten und schließlich beim Gespräch mit Allah wird das Gebet auf 5-mal täglich reduziert. In dieser Erzählung heißt es sogar, zuerst wurden 50 Gebete auferlegt. Dann kehrt der Prophet immer wieder zurück und bittet Allah auf Anraten von Mose um eine Reduzierung. Am Ende bleiben 5 Gebete, aber die Belohnung bleibt wie für 50. Lassen wir das klarstellen. Diese Erzählung hat keine Grundlage im Koran. Diese Überlieferungen könnten symbolisch das spirituelle Erlebnis des Propheten und die Erleichterung für die Gemeinschaft ausdrücken. Sogar einige Gefährten des Propheten fragten, als sie diese Erzählung hörten, war das ein Traum? Ist es körperlich geschehen? Deshalb blieb dieses Thema in der islamischen Geschichte stets umstritten. Die Gebetspraxis, die wir heute alles 5-mal täglich kennen, beruht also auf diesen Überlieferungen. Ist das schlecht? Nein. Schließlich wurde sie durch die Praxis des Propheten zu einem System, das die Gemeinschaft vereint. Aber zu sagen, das steht im Koran, wäre falsch. Ich finde, das Entscheidende ist Folgendes. Das System mit 5 Gebeten hat die islamische Gemeinschaft in einer regelmäßigen Gebetsform geeint. Aber es ist nicht notwendig, das als im Koran steht, es so darzustellen. Denn was der Koran wirklich betont, ist, dass das Gebet von Herzen verrichtet wird, als eine spirituelle Hinwendung. Das Wesen des 5-maligen Gebets ist also den Tagesfluss unterbrechen, sich an Allah erinnern, sich selbst wiederfinden, innehalten und nachdenken. Dies nach der Lehre des Propheten in 5 Gebetszeiten zu tun, eine schöne Tradition. Aber das Wesentliche ist dennoch diese seelische Verbindung, diese aufrichtige Hinwendung. Jetzt stellt sich folgende Frage. Die Bewegung, die wir im Gebet machen, unsere Hände heben, sich vorbeugen, sich niederwerfen. Gehören diese nur zum Islam
Oder gab es sie auch in älteren Kulturen? Tatsächlich ist das Heben der Hände und das Beten zum Himmel ein sehr altes Symbol. Es ist nicht nur den Arabern eigen, sondern in vielen Gesellschaften, von Mesopotamien bis ins alte Ägypten, wurden beim Gebet die Hände erhoben. Diese Bewegung hat eine universelle Sprache, Hingabe, sozusagen: O du höhere Macht, ich öffne mich dir, ich bitte dich um Hilfe. Auch in der vorislamischen arabischen Gesellschaft war das Beten mit erhobenen Händen weit verbreitet. Wenn sie beim Tawaf, Umrundung der Kaaba, zu den Götzen beteten, hoben sie dabei ihre Hände. Sogar der Koran beschreibt das: Wenn sie in der Not auf dem Meer sind, wenden sie sich mit erhobenen Händen an Allah. Aber sobald sie das Festland erreichen, vergessen sie ihn. Ankabut 29, Vers 65. Und was ist mit Rükû und Sajda? Zum Beispiel gibt es bei den Juden die Tradition des Gebets mit einer Verbeugung, ähnlich wie Rükû. Bei christlichen Mystikern finden wir Rituale des Kniefalls, die an Sajda erinnern. Sogar im Hinduismus gibt es Formen der Anbetung, bei denen man sich auf den Boden niederwirft. Diese Bewegungen scheinen also aus der natürlichen Sprache des Respekts und der Hingabe des Menschen zu stammen. Den Kopf zu senken, das ist Demut. Sich auf den Boden zu werfen, das ist absolute Unterwerfung. Und was ist nun das Besondere am Islam? Der Islam nimmt diese Bewegung und ordnet sie in ein System ein. Qiyam, das aufrechte Stehen. Rükû, die Verbeugung. Sajda, die Niederwerfung. Sie haben nun eine bestimmte Reihenfolge und eine innere Bedeutung. Es ist nicht nur körperlich, sondern wie eine spirituelle Reise. Aufrecht stehen, ich bin da. Sich verbeugen, du bist der Erhabene. Sich niederwerfen, ich ergebe mich dir. Deshalb können wir sagen, Hände zum Gebet zu heben, Rükû, Sajda, das sind universelle Symbole. Im Islam jedoch wurden diese Symbole in eine Gebetsordnung integriert und mit spiritueller Tiefe versehen. Ich denke, das Entscheidende ist, diese Bewegung gibt es vielleicht überall, aber das, was der Islam gemacht hat, ist, sie aus dem Bereich bloßer körperlicher Bewegung zu holen und zu einer bewussten und bedeutungsvollen Anbetung zu machen. Wenn es nur noch körperliche Bewegung ist, dann verlieren wir auch ihre ursprüngliche Bedeutung. Aber wenn wir es von innen heraus mit Bewusstsein tun, dann wird selbst die Niederwerfung zu einem kraftvollen Symbol für das innere Wesen eines Menschen. Genau an diesem Punkt kommen wir zur eigentlichen Frage. Das Gebet, das wir heute verrichten, was bedeutet es wirklich? Ist es nur eine äußere Form oder steckt da etwas Tieferes dahinter? Heute kennen wir die 5 Gebetszeiten. Morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts. Jede hat ihre feste Zeit, ihre Anzahl an Gebetseinheiten, welche Suren gelesen werden, wie man sitzt, das alles ist klar. Aber die entscheidende Frage ist, woher stammt das eigentlich? Wie wir gesagt haben, im Koran werden die Zeiten angedeutet, aber es steht nicht ausdrücklich geschrieben. So viele Reka für dieses Gebet. Nicht einmal die Fatiha wird als verpflichtender Bestandteil erwähnt. Deshalb basiert die heutige Gebetsform, das systematische 5-mal-Gebet mit seinen detaillierten Abläufen, vollständig auf der Praxis des Propheten und den überlieferten Handlungen seiner Gefährten. Das ist eigentlich nichts Schlechtes, denn jede Gemeinschaft bewahrt ihre Einheit durch eine gemeinsame Form des Gottesdienstes. Aber das Wichtigste ist, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, es steht genauso im Koran. Wäre nicht korrekt. Der Koran steckt den Rahmen ab. Wendet euch Gott zu, reinigt euch, findet euch selbst wieder. Aber die Form 2 Reka, morgens, 4 mittags, das wurde alles durch Sunna und Praxis ausgestaltet. Das wirklich Wichtige aber ist, dass diese Form ihren Geist nicht verliert. Denn manchmal tritt bei uns die äußere Form zu sehr in den Vordergrund. Morgengebet, abgehakt. Mittagsgebet, abgehakt. Aber wie steht es um unseren inneren Zustand? Das Gebet ist in Wirklichkeit ein Gottesdienst der Achtsamkeit. Tagesüber werden wir ständig hin und her geworfen. Arbeit, Stress, Sorgen des Lebens. Das Gebet unterbricht diesen Wirbel und bringt dich zurück in die Mitte. Es erinnert dich an Gott. Es erinnert dich an dich selbst. Zum Beispiel, sich niederzuwerfen bedeutet, nicht nur mit der Stirn den Boden zu berühren. Es heißt, ich unterwerfe mich niemandem außer dir. Die Verbeugung, den Nacken beugen, aber vor wem? Nur vor Gott. Das aufrechte Stehen, standhaft bleiben, aber wie? Mit Selbstvertrauen, aber ohne Hochmut. Deshalb sage ich, die Form ist wichtig, denn sie vereint die Gemeinschaft, sie bringt Ordnung. Aber das Entscheidende ist die Absicht und die Achtsamkeit hinter den Formen. Wenn wir das verlieren, wird das Gebet nur noch eine Abfolge von Zahlen, als wäre es mit dem Zählen der Reka einfach erledigt. Dabei ist das Gebet eine innere Reise. Gott beschreibt das Gebet im Koran als ein Schild, das vor Schändlichem und Schlechtem schützt. Ankabut 29, Vers 45. Es ist also kein Ritual, das nur abgehakt werden muss, sondern ein Zustand, in dem der Mensch sich selbst verwandeln soll. Fazit: Das Gebet ist ein wunderschönes System des Gottesdienstes. Ja, aber wir dürfen seinen Geist nicht vergessen. Denn wenn die Form ohne Geist ist, bleibt auch der Gottesdienst seelenlos.
Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten und vielleicht für manche auch etwas unangenehmen Thema. Wir haben es alle schon gehört. Wenn du nicht betest, wirst du Unglück erleben. Als Kinder wurde uns sogar damit Angst gemacht. Wenn du nicht betest, regnet es Steine auf deinen Kopf. Deine Angelegenheiten laufen schief. Aber ist das wirklich wahr? Steht so etwas im Koran? Die Antwort ist ganz klar, nein, steht es nicht. Im Koran gibt es Warnung für diejenigen, die das Gebet unterlassen, aber sie stehen immer im Zusammenhang mit dem Jenseits. Zum Beispiel in der Sura Al-Mudassir heißt es, was hat euch in die Hölle geführt? Sie sagen, wir gehörten nicht zu denen, die das Gebet verrichteten. Das Thema ist also das Jenseits. Auch in der Sura Al-Ma'un werden diejenigen kritisiert, die ihr Gebet nicht ernst nehmen. Aber auch hier gilt, es geht nicht um irdisches Unheil, sondern um Heuchelei und innere moralische Defekte. Und in den Hadithen, ja, da heißt es zum Beispiel, das Gebet ist die Säule der Religion oder zwischen einem Menschen und dem Unglauben steht das Gebet. Aber selbst dort gibt es keine konkreten Drohungen wie, wenn du nicht betest, wirst du Unglück erleben. Woher kommt dann dieser Glaube? Ich denke, es gibt zwei Hauptquellen. Erstens die metaphorischen Aussagen in mystischen Texten. Das heißt, wenn du nicht betest, verfinstert sich dein Herz. Der Teufel kommt dir näher. Dein Lebensunterhalt wird knapp. Das sind eigentlich symbolische Warnungen für das Herz. Aber in der Volkskultur wurden sie im Laufe der Zeit wörtlich und beängstigend verstanden. Zweitens, soziale Kontrolle. Um Menschen zum Beten zu motivieren, wurden angstbasierte Sätze verbreitet wie, wenn du nicht betest, passiert dir etwas Schlimmes. Als Kind hörte man sogar, wenn du nicht betest, stirbt deine Mutter. Das ist rein kulturell bedingt, hat aber mit dem Koran nichts zu tun. Die Sichtweise des Korans auf das Gebet ist viel tiefer und persönlicher. Es gibt dort keine Angstbotschaft, aller Unheil wird über dich kommen. Stattdessen wird betont, dass das Gebet den Menschen vor Schlechtem fernhält. Das heißt, das Gebet ist kein magischer Schutz gegen Katastrophen. Seine eigentliche Aufgabe ist es, dich moralisch zu erheben, dich wach zu halten und dich zu einem Menschen zu machen, der mit Gott verbunden ist. Zum Beispiel, was sagt die Sura Ar-Rum? Wegen dem, was die Menschen mit ihren Händen angerichtet haben, ist Unordnung auf dem Land und im Meer entstanden. Das Unheil kommt also nicht von zu wenig Beten, sondern von sozialer Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Kurz gesagt, Aussagen wie, wenn du nicht betest, kommt Unheil über dich, sind Angstgeschichten aus dem Volksglauben. Der Koran hingegen sagt, das Gebet schützt dich. Es gibt dir moralisches Gleichgewicht. Und das sollte nicht mit Angst, sondern mit Verstehen und Freiwilligkeit geschehen. Genau darum geht es hier eigentlich. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Eigentlich läuft all das Gesagte auf diese Frage hinaus. Was ist das Gebet? Was bedeutet es für uns? Für die meisten von uns ist das Gebet etwas, das uns seit unserer Kindheit als Pflicht beigebracht wurde. Morgens 2, mittags 4, man betet, fertig. Aber ist das Gebet wirklich nur eine Pflicht? Ich sage es ganz offen. Wenn wir das Gebet nur aus Angst verrichten, etwa nach dem Motto, wenn ich nicht bete, passiert mir etwas Schlechtes, dann wird das Gebet zu einer leeren Form. Laut Koran ist der Sinn des Gebets ganz anders. Es soll uns erinnern an Gott, an uns selbst, daran, wie sehr wir uns im Leben verlieren. Stell dir vor, den ganzen Tag rennst du herum. Arbeit, Geld, Alltagsstress. Und dann an einem Punkt innehalten, dich Gott zu wenden. Das ist wie ein Rückzugsort. Und das Gebet ist gleichzeitig eine Schulung des Charakters. Der Koran sagt, das Gebet hält wahrlich von Schändlichem und Unrecht ab. Surah Al-Ankabut 29, Vers 45. Das heißt, Gebet ist wie ein Schild, das dich vor schlechten Gewohnheiten schützt. Aber dieser Schild entsteht nicht nur durch äußere Form, sondern durch eine Absicht, die aus dem Herzen kommt. Denn sich niederzuwerfen, in die Niederwerfung zu gehen, bedeutet nicht nur, die Stirn auf den Boden zu legen, es bedeutet, ich unterwerfe mich niemandem außer Gott. Sich zu verbeugen heißt nicht nur, den Rücken zu beugen, es ist ein Symbol von Demut. Wenn du das wirklich bewusst tust, dann wird das Gebet mehr als nur ein körperliches Ritual. Es wird zu einem Zustand der Achtsamkeit, der deine Seele nährt. Deshalb denke ich, das Gebet sollte nicht aus Angst, sondern aus Bewusstsein heraus gelebt werden. Das müssen wir auch unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln. Denn Angst bringt einen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber Liebe und Verständnis halten dich dort. Fazit: Das Gebet ist alles Form und Ritual, ein schönes, geordnetes System. Aber das Wesentliche ist, gibt es in dieser Form eine bewusste Absicht und aufrichtige Verbindung zu Gott? Wenn ja, dann ist das Gebet nicht nur eine gottesdienstliche Handlung. Es wird zu einer Lebensweise, zu einem inneren Frieden, zu einer Reise von Geist und Herz. Und ich glaube, genau das ist, was Gott wirklich von uns möchte.